Wenn ich heute nochmal mit Simracing anfangen würde, dann würde ich mich nicht fragen, welche Wheelbase soll ich mir kaufen? Ich würde versuchen, möglichst früh sauber zu lernen. Erst verstehen, was ich will, dann eine passende Simulation wählen. Günstig starten, früh gute Pedale, langsame Autos, Theorie, Rennen fahren, Fehler machen und Rating erstmal komplett vergessen. Weil Simracing nicht erst dadurch ernst wird, weil du das beste Equipment zu Hause stehen hast. Es wird erst so richtig ernst, wenn du anfängst, an dir selbst zu arbeiten. Und genau das ist der Punkt, an dem aus Gaming echtes Motorsport denken wird. Der erste Punkt ist brutal simpel. Was willst du im Simracing eigentlich? Willst du einfach Spaß haben? Willst du Online-Rennen fahren? Willst du Racecraft lernen? Willst du Richtung Motorsport denken? Willst du einfach das Auto erleben, wie es sich in echt anfühlen würde? Oder willst du einfach ein schönes Auto auf einer schönen Strecke bewegen? Das ist wichtig, weil alles andere davon abhängt. Wenn du einfach abschalten möchtest, brauchst du nicht gleich iRacing, Telemetrie, einen Trainingsplan oder ein starres Rig. Wenn du aber Competition willst, Motorsport erleben möchtest und du dich wirklich verbessern möchtest, dann brauchst du eine andere Herangehensweise. Dann geht es nämlich nicht nur um das coolste, immersivste Setup, sondern um das Lernen. Und dann kommt relativ schnell die Frage, welche Simulation eigentlich? Und da gibt es keine perfekte Antwort für alle. Wenn du strukturierte Online-Rennen willst, mit vielen Serien, einer aktiven Community und dadurch fast zu jeder Zeit Rennen, dann ist für mich persönlich iRacing nach wie vor die kompletteste Lösung. Vor allem, wenn du Competition und Motorsport ernst nimmst oder sogar Richtung E-Sports denkst. Wenn du günstiger starten willst, einfach fahren möchtest, das ausprobieren möchtest für dich, dann ist Assetto Corsa ein super Einstieg. Gerade durch die Modding-Community ist da extrem viel möglich. LMU ist spannend, wenn dich moderne Endurance-Rennen, GT3s und Prototypen interessieren. Race Room ist gut, wenn du DTM-Feeling willst. Automobilista 2 ist schön, hat viele Strecken und Autos, aber die Online-Community ist sehr klein. Und wenn du Rallye willst, dann bist du sowieso in einer ganz eigenen Welt. Aber mein wichtigster Punkt, gerade am Anfang ist es fast egal, was du fährst. Komm einfach mal ins Fahren. Denn gerade am Anfang, wenn deine Technik noch nicht sauber ist, dann ist es relativ schwierig, verschiedene Simulationen sinnvoll zu bewerten. Bei der Hardware würde ich genauso anfangen wie damals. Gebraucht, einfach und nicht übertrieben. Ein gebrauchtes Thrustmaster T300, irgendein Einstiegs-Moser Fanatec oder ein Logitech-Lenkrad. Völlig egal. Hauptsache, du kommst ins Fahren und findest heraus, ob dir das Ganze gefällt. Wo ich aber nicht komplett sparen würde, sind die Pedale. Wenn du ernsthaft besser werden willst, dann sind Load-Cell-Pedale sehr früh sinnvoll. Nicht, weil du dadurch magisch schneller wirst, sondern weil du den Bremsdruck dadurch reproduzieren lernst. Die Pace kommt vom Fahrer. Die Hardware sorgt nur dafür, dass du deine Inputs sauber wiederholen kannst. Und genau deshalb sind 3 Dinge wichtiger als die teure Wheelbase. Eine stabile Sitzposition, ein ordentliches Bremspedal und ein Sichtfeld, mit dem man auch was sehen kann. Alles andere ist erstmal Immersion. Wenn du dir eine Sache merkst, dann die. Mit Hardware kaufst du dir keine Pace. Der nächste Punkt ist die Theorie. Und ja, das klingt trocken, aber es hilft extrem. Wenn du Simracing ernst nehmen willst, dann fang bei Null an. Was ist Untersteuern? Was ist Übersteuern? Was passiert beim Bremsen? Warum verliert der Reifen den Grip? Was ist ein Lastwechsel? Und warum kannst du nicht voll bremsen und gleichzeitig maximal einlenken? Du musst jetzt kein Fahrdynamiker werden. Aber wenn du diese einfachen Prinzipien verstehst, wird dein Gehirn schneller lernen und du schneller. Du siehst dann nicht nur, da bin ich jetzt rausgerutscht, sondern du verstehst, da habe ich die Vorderachse überfahren. Oder mein Heck ist gekommen, weil ich in der Einlenkphase noch zu stark auf der Bremse war. Und genau diese Sprache brauchst du auch, wenn du besser werden willst. Deshalb würde ich die Kurse auch nicht unterschätzen. Joelio Almeida, Driver 61, Coachings, wenn du dich dann schon ein bisschen besser auskennst und Literatur, also Bücher. Das kostet teilweise Geld. Ja. Aber Wissen und der Blick von außen kann dir monatelanges falsches Training ersparen. Und dann fang langsam an. Wirklich langsam. Ich würde heute jedem empfehlen, erstmal ein langsames Auto mit wenig Aero zu fahren. Der Mazda MX-5 Cup ist perfekt dafür. Warum? Weil dein Gehirn Zeit hat. Alles passiert langsamer. Du merkst die Fehler früher, du kannst Untersteuern und Übersteuern besser fühlen und du lernst mechanischen Grip. Bevor Aero, ABS, Traktionskontrolle
und Setup-Komplexität dazukommen. Viele wollen direkt GT3 fahren und ich verstehe es komplett, GT3 ist geil. Aber genau da kaschieren die Systeme viel. Das ABS rettet dir schlechte Bremsinputs. Die Traktionskontrolle rettet schlechtes Gas geben und die Downforce gibt dir Grip, den du am Anfang noch gar nicht richtig verstehst. Wenn du zuerst lernst, in einfachen Autos sauber zu fahren, wirst du später in den schnelleren kompletter. Der nächste Punkt ist vielleicht der wichtigste. Fahrrennen. Nicht nur Testsessions, nicht nur Hotlaps, nicht nur alleine auf freier Strecke. Fahrrennen. Und ja, du wirst Fehler machen, du wirst crashen, du wirst Rating verlieren und Rennen wegwerfen. Aber ohne Rennsituationen lernst du kein Racecraft. Du musst lernen, hinter einem anderen Auto zu fahren. Du musst lernen, für andere mitzudenken. Du musst lernen, Unfälle zu vermeiden, obwohl du vielleicht gar nicht schuld warst. Du musst lernen, wie sich Druck anfühlt. Und du musst lernen, die Blicktechnik weiter durchzuziehen, obwohl dir gerade ein Auto vor dir die Sicht nimmt. Rating ist am Anfang nicht dein Ziel. Dein Ziel ist Lernen. Wenn du dann stabiler wirst, steiger dich langsam. Nicht direkt Hypercar und nicht sofort ins schnellste Auto. Nimm Autos, die dich weiterbilden. Und Autos, die nicht alles für dich mit den elektronischen Helferlein retten. Autos, die dich zwingen, sauber zu bremsen, sauber zu lenken und sauber am Gas zu sein. Ein Ford Spec Racer, historische Tourenwagen, Autos ohne große Unterstützung. Wenn du solche Autos sauber bewegen kannst du später in fast alles einsteigen. Denn zum Beispiel gerade im GT3 bist du nicht schnell, wenn du voll in der TC und im ABS bist. Du bist schnell, wenn du die Systeme möglichst wenig auslöst. Mich würde interessieren, was würdest du anders machen, wenn du jetzt nochmal neu anfangen könntest? Oder wenn du gerade startest, was ist aktuell dein größtes Fragezeichen? Schreib es unten rein. Daraus können wir den zweiten Teil des Videos machen.